Wie sieht es eigentlich aus auf dem FEC-Server? Wer ist aktuell die beliebteste Klasse und welches Level braucht man, um in die Top 1000 zu kommen? Außerdem, wie viele Leute haben bereits das maximale Level 190 erreicht? All das gibt es jetzt in diesem Video. Und wir haben außerdem auch eine komplette Umstellung. Und zwar haben wir 2 Server verloren. Also wir haben uns die letzten Male ja immer über den koreanischen Server etwas ausgelassen, sagen wir es mal so. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Außerdem ein weiterer Server, der immer eher negativ aufgefallen ist, aufgrund seiner Inaktivität, war der japanische Server. Auch den gibt es nicht mehr. Und den chinesischen Server bzw. Taiwan-Server, den gibt es jetzt so auch nicht mehr, sondern die 3 sind eben fusioniert zusammen und heißen jetzt Yeti oder Yeti, whatever. Und durch diese Fusion sind sie jetzt tatsächlich auch zum zweitgrößten Server der Welt geworden. Was natürlich ein bisschen unfair ist, weil wenn du 3 Server miteinander kombinierst und selbst dann bist du nicht zum größten, sondern nur zum zweitgrößten Server, zeugt das schon davon, dass diese 3 Server jetzt nicht gerade für die ultra große Aktivität standen. Beziehungsweise kann man auch behaupten, oder ich würde es behaupten, nahezu 90% des Servers sind wahrscheinlich einfach der Taiwan-Server und gerade mal die restlichen 10% sind die anderen beiden Server. Aber ja, ist natürlich gut, dass das passiert ist. Also freut mich für die Leute, für die wenigen, die auf dem koreanischen und japanischen Server gespielt haben, weil da war wirklich nicht viel los. Also wer denkt, dass Burudeng tot war oder ist, der hat noch nie auf einem wirklich toten Server gespielt. Und der koreanische Server, ich habe mich zwar dort nicht eingeloggt, ja, bin ich ehrlich, aber das hat auch wirklich gereicht, sich die Daten anzugucken. Also sie haben es in mehreren Monaten nicht geschafft, 1000 Charaktere auf Level 60 zu ziehen. Das heißt, du hättest gerade mal 125 Leute gebraucht, die 8 Char-Taktik machen. Das ist nichts. Also 125 Leute, das ist nichts. Und klar, nicht jeder macht 8 Char-Taktik, aber jeder macht 2 Chars und selbst Daten sind nicht mal 500 Leute. Also es ist wirklich längst überfällig gewesen, auch wenn der Server noch gar nicht so alt war. Den gab es nicht mal ein Jahr lang. Ja, aber das ist jetzt alles Geschichte. Das macht es jetzt aber auch natürlich schwieriger, wieder das Ganze mit der Vergangenheit zu vergleichen, logischerweise. Weil, ja, diese Server jetzt halt einfach nicht mehr existieren. Und, genau. Aber ab dem nächsten Monat ist es dann wieder einfach. Es ist immer nur der Monat nach so einer Umstellung, wo es ein bisschen blöd ist. Aber danach ist es dann wieder leichter möglich. Genau. Wir wollen uns aber gar nicht so sehr damit aufhalten, weil das war eigentlich das Einzige, was es über die OG-Server zu berichten gibt. Ansonsten denke ich, ist das spannende Thema auf jeden Fall, was auf dem FEC gerade passiert. Und letztes Mal war es so, wir hatten Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Blade und Knight, was so die beliebtesten Klassen dort anging auf dem FEC. Und der Rest war eigentlich so, wie man es erwarten würde letztendlich. Und da hat sich tatsächlich ein bisschen was getan. Und zwar habe ich jetzt mal den Vergleich vom letzten Monat hergezogen. Ist ein bisschen weit auseinander. Normalerweise probiere ich es immer so ungefähr Mitte des Monats zu machen. Bin jetzt diesen Monat ein bisschen spät dran. Und letzten Monat war ich ein bisschen früh dran, da war es der 13.05. Auf jeden Fall ist es so, dass sich in diesem Kopf-an-Kopf-Rennen, das Blade und Knight hatten, einiges getan hat. Und zwar, Blade, wie man hier sehr schön sehen kann, hat 17 Leute verloren innerhalb des letzten Monats und etwas über einer Woche. Und Knight hat 38 dazu gewonnen. Und damit ist es jetzt kein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr, sondern Knight ist jetzt haushoch in Führung gegangen. Was mich persönlich jetzt ehrlich gesagt schon noch ein bisschen gewundert hat, weil ja, es gibt wieder sehr viele Knights, so ähnlich wie letztes Jahr eigentlich schon. Also das hat so letztes Jahr wirklich stark angefangen, dass die Leute so sehr auf Knight gegangen sind, weil alle realisiert haben, Moment mal, der ist fast wie Blade, hat fast alle Vorteile eines Blades, aber ist günstiger, weil er nur eine Waffe braucht, so ungefähr. Und das ist ja so das Hauptverkaufsargument von Knight, das mit dem ist wie Blade, bisschen anders, bisschen schwächer vielleicht, was den Schaden angeht, aber dafür halt günstiger und viele feiern auch die neuen Templar-Fähigkeiten, von dem, was ich so mitbekomme. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall ziemlich eindeutig für die Top 1000, wer da gerade die Hosen anhat. Was man halt nicht vergessen darf, ist, wir haben leider nur ein Top 1000 Ranking. Also jetzt blind darauf zu schließen, dass alle Knight spielen und keiner Jester zum Beispiel oder so, ist immer ein bisschen gefährlich, weil wenn man sich das Entry-Level in die Top 1000 anguckt, das liegt gerade bei 180. Das heißt, das hier bildet nur alle Spieler auf 180 plus ab. Ich zum Beispiel bin 166, also ich bin hier nicht mit drin.
sehr viele von euch wahrscheinlich nicht mit drin. Sehr viele von den Leuten, mit denen ich jeden Tag Dungeons mache, sind hier nicht mit drin. Also hier ist halt wirklich nur ganz, ganz wenig abgebildet von den tatsächlichen Spielern auf dem Server. Und deswegen muss man da immer ein bisschen aufpassen, weil Jester zum Beispiel jetzt eigentlich auch gefühlsmäßig schon auf jeden Fall angezogen hat im Vergleich zum Serverstart, was die Beliebtheit oder die Leute angeht, die es tatsächlich spielen. Und das spiegelt sich jetzt hier noch nicht so ab, weil hier haben wir jetzt nur plus 19, weil es eben nur diese Top 1000 Spieler sind. Also wenn sich jetzt hunderte Leute einen Jester gemacht haben und sei es nur als Zweit- oder Drittcharakter und sie hatten das vielleicht von Anfang an vor, erstmal einen Psy oder einen Elle hochzuziehen oder so und dann ihren Jester oder irgendwie sowas, das kannst du hier gar nicht rauslesen. Das wirst du hier niemals rauslesen können, weil das hier immer nur die Top 1000 höchsten Spieler sind. Und dann kommen halt noch andere Faktoren hinzu, wie Master-Leveln, wie also Master-Hero-Leveln, wann du es erreicht hast, wie aktiv du bleibst mit dem Charakter und so weiter. Also diese Top 1000, wenn die einmal so richtig in Stein gemeißelt ist, da ändert sich dann wirklich nur noch sehr, sehr wenig leider. Deswegen, ja, ist es so ein bisschen schwierig, nur anhand dieses Rankings das nachzuvollziehen. Auf den anderen Servern ist es ein bisschen leichter, weil die sind nicht so ultra aktiv, was das angeht. Das heißt, du hast weniger Leute insgesamt auf dem Server einfach. Das heißt, 1000 sind schon mal ein ganz gutes Bild von dem Server. Und da gibt es halt schon sehr viele alte Spieler, die schon sehr lange spielen. Das heißt, grundsätzlich, wenn jemand sehr aktiv spielt, hat er eigentlich auch ein relativ hohes Level. Das heißt, wenn sich da was ändert, ist es dann eigentlich schon leichter abzulesen. Außer vielleicht auf LaWolf. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Ranking. Also interessant ist ja immer, wer gerade am beliebtesten ist. Wenn man Ringmaster nicht ausblendet, ist aktuell Ringmaster wie immer auf der 1, hat aber auch 77 verloren. Das ist immer ein gutes Zeichen. Je weniger Ringmaster in der Top 1000, desto besser wird tatsächlich das abgebildet, was die Leute wirklich spielen. Weil die Hälfte oder mehr als die Hälfte dieser Ringmaster werden Main Character sein. Werden nicht Main Character sein, Entschuldigung. Sondern eben Supporter, also die RMs zu den jeweiligen anderen Klassen. Genau, da haben wir jetzt aktuell Ringmaster mit 253. Dann haben wir Knight mit 179, also gar nicht mal so viel weiter hinten. Also ich glaube, so knapp war es noch nie auf irgendeinem Server, dass Ringmaster und Klasse XY, die danach kommt, so nah dran ist. Also das ist wirklich heftig. Vor allem auf einem so jungen Server, falls man so sagen kann, auch wenn der FEC natürlich nur temporär ist. Dann haben wir auf Platz 3 den Blade mit 122, auf Platz 4 den Psy mit 119, auf Platz 5 den Elle mit 112 und dann eine riesige Kluft, also wirklich eine gigantische Kluft zu Jester auf Platz 6, Ranger Platz 7 hinter Jester, ja, man mag es gar nicht aussprechen wollen, ist aber ehrlich gesagt wirklich wenig überraschend, weil Ranger ist dieses Jahr unfassbar unbeliebt im Vergleich zu all den Jahren davor und ehrlich gesagt ist, glaube ich, der Crackshooter auch die größte Enttäuschung der ganzen Third-Job-Klassen, deswegen ist das wenig verwunderlich tatsächlich. Und dann haben wir aber tatsächlich auf den allerletzten Platz den Bill-Poster als aktuell unbeliebteste Klasse auf dem FEC in den Top 1000. Ganz wichtig, immer in den Top 1000. Das gesamte Bild werden wir leider nie haben. Aber es ist schon davon auszugehen, dass es zumindest ähnlich aussieht, weil diese Rankings sind, wie gesagt, relativ wenig überraschend. Also Elle und Psy dominieren sehr stark, was schon eher ungewöhnlich ist. Auf vielen anderen Servern sind die nicht ganz so stark. Aber ja, ich meine, es ist dieser Trend auf dem FEC, man möchte schnell leveln. Level-Service ist auch ein großes Thema auf dem FEC. Und da sind halt Elle und Psy die absoluten Top-Dogs, was das angeht. Also schnell leveln, viele Monster pullen, alles töten, alles zeitgleich töten, krasse AOE-Schaden und so weiter und so fort. Level-Service. Da sind die beiden einfach das Nonplusultra und deswegen sind die hier nochmal zusätzlich beliebt zur normalen Beliebtheit, wo sie eigentlich auch schon ganz gut abschneiden. Und PvP gibt natürlich auch noch ein bisschen Grund. Ist ja auf dem Server auch nicht ganz unwichtig. Aber ja, es ist schon eine große Kluft. Also man kann sagen, wenn man Ringmaster ausblendet, ist es quasi so ein 5:3 Verhältnis. Also Knight Blade. 4:3 Verhältnis, Entschuldigung. Knight Blade, Psy und Elle sind so die 4 beliebtesten oder beliebteren und Jester, Elementor und Ranger die eher nicht so beliebten. Und ja, das ist so der aktuelle Stand der Top 1000. Ich finde es immer sehr interessant, sich das anzugucken. Wir bräuchten natürlich noch weitere Daten. Allerdings ist der FEC einfach so riesig. Da ist es halt schwierig, irgendwie halbwegs verlässliche Daten zu bekommen.
ja, deswegen, wir haben diese Liste als grundsätzlicher Indikator für Trends und so weiter oder für was ist wirklich so beliebt zwischen den 1000 höchsten Spielern. Aber da auf dem Server einfach viel zu viele Leute spielen, ist es ja unfassbar schwierig. Also ich persönlich bin immer noch dafür, Gala, bitte gebt uns endlich eine mindestens Top 2000. Weil ich glaube, selbst in der Top 2000 wäre mein Charakter gerade so drinnen. Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, Entry-Level in die Top 2000 wäre wahrscheinlich 167, 68 oder sowas. Also selbst da wäre ich wahrscheinlich gerade so noch nicht drinnen, was halt wirklich Wahnsinn ist. Weil ich habe ja echt nicht wenig gespielt und gut, ich habe jetzt das letzte XP-Event nicht gelevelt. Das XP-Event hat es natürlich dann auch mal heftig gepusht. Aber ja, also muss man schon sagen, es ist einfach zu viel für eine Top 1000. Die kann das einfach nicht abbilden. Und so ein Ranking ist aber schon relativ aussagekräftig, finde ich, weil das halt einfach die Daten zeigt von den Leuten, die wirklich den ganzen, oder was heißt den ganzen Tag, aber die wirklich grinden, die wirklich viel spielen. Und das ist ja das Interessantere, sage ich mal. Klar, alle Leute spielen eine Rolle oder alle Leute machen das Spiel letztendlich. Aber wenn man sich jetzt eine Levelliste anguckt, dann schaut man sich jetzt nicht den Levelbereich zwischen 30 und 75 an, weil der halt einfach auch nicht wirklich interessant ist. So ist es halt. Genau, und wie viele 190er haben wir aktuell auf dem FEC? 239. Auf LaWulf haben wir aktuell 300. Also der FEC hat tatsächlich noch nicht es geschafft, LaWulf einzuholen. Wird aber jetzt dann spätestens beim nächsten Video, beim nächsten Update der Fall sein. Aber ja, da zeigt sich auch hier, der Trend ist tatsächlich nicht so krass 190 zu erreichen. Beziehungsweise sind wahrscheinlich die vielen Ringmaster auch der Grund, warum das nicht so ganz so hoch ist. Weil die meisten Leute wahrscheinlich ihren Main-Character auf 190 ziehen. Und beim Ringmaster lässt man sich dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen Zeit. Oder auch wenn es der zweite oder dritte Charakter ist, lässt man sich da vielleicht dann noch ein bisschen mehr Zeit. Und ja, abgesehen davon haben wir erst 2 Monate Spielzeit. Das ist vielleicht auch noch ein Grund, muss man noch dazu sagen, der FEC ist erst 2 Monate alt. Wir haben noch eine Menge vor uns und auch das heißt natürlich, dass viele Leute, die vielleicht noch gar keine Butcher's Carnage haben oder so, auch einfach noch gar nicht den Sinn dahinter sehen, 190 zu machen, weil sie noch gar keine goldene Waffe eintauschen können, weil sie erstmal die Waffe noch brauchen, weil es einfach noch gar nicht so viel Zeit vergangen ist. Das wären natürlich auch noch so Gründe, warum das noch nicht so krass angezielt wurde. Auf jeden Fall sage ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Schaut auch gerne in den Livestreams vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.